Flügel? Das kann nicht sein. Das ist das Ende. Wir machen heute Geräusche für die Lucifer Fanfiction. Man sieht eine Narbe, die quer durch sein Gesicht läuft. Lass sie los, Michael. Wie du willst, Bruder. Und da brauchen wir natürlich nicht nur Sex und Knutschen und all die Geräusche, die Menschen machen, wenn sie Bienchen und Blümchen, sondern eben auch Geräusche wie zum Beispiel Klingen. Denn ein Film ist ja ohne Ton kein richtiger Film. Und deswegen versuchen wir heute die Sounds dafür möglichst echt klingen zu lassen. Aber weil wir nicht wirklich jemanden aus dem Fenster schmeißen, finden wir halt Alternativen. Wo sind die Gläser? Ja, ne? Also statt jemanden wirklich aus dem Fenster zu schmeißen, haben wir einen Hammer und alte Gläser. Können wir uns den Sound einfach nur noch mal ein paar Mal anhören? Der Impact auf ihn, das Rauschen zurück und dann das Splittern von Glas. Normalerweise werden Soundeffekte für Filme gemacht, nachdem das Bild da ist. Aber wir sind übermorgen mit Manu, dem Sprecher von Lucifer, im Tonstudio. Wer ich bin? Ich bin Satan. Kommt da was rüber? Allerdings. Das war der Slot, den wir mit ihm gekriegt haben. Das Bildmaterial ist noch nicht fertig. Das heißt, wir arbeiten heute basierend auf Szenen aus Lucifer und nicht aus unseren eigenen Szenen. Das macht es ein bisschen tricky. Ja, vielleicht wären tatsächlich gar nicht so falsch, Handschuhe zu tragen. So viel zum Thema, das bleibt auf der Plane, ne? Und was wir jetzt nämlich nochmal ausprobieren können, Glas mit Glas zu zerschlagen. Glasteile sind echt gut dafür, weil die so schnell kaputt gehen. Sag mal! Glasteile sind echt gut dafür, weil die so schnell kaputt gehen. Oh ja, warte. Wenn man das kombiniert mit dem Splittern des Glases. Das nächste, was wir machen, ist den Sound, wenn Lucifer seine Flügel öffnet. Und dafür gucken wir uns jetzt als nächstes den Clip an. Genau, also wir haben nämlich ausprobiert, wie können wir die Flügelschläge machen. Und eine Sache, die natürlich naheliegend ist, ist ne, so das... Klar. Das vielleicht der letzte Klick, vielleicht nicht. Ja, und sie hängen drin. Ich fand das übrigens cool, weil ich immer überlegt habe, auch als Schauspieler, die haben ja nicht die echten jetzt dran. So, ja. Wie machen die das, wenn die rausgehen? Und er hat immer einen sehr guten Move gemacht, der super aussieht. Du siehst bei anderen, die machen halt irgendwie, was weiß ich, das sieht halt ein bisschen komisch aus. Und bei ihm, also bei Tom, der hat das wirklich, also das war ein sehr cooler Move. Ich würde so... Und das letzte, das müsste man abschneiden. Und mit dem Quietschen dazwischen. Jetzt wäre interessant zu wissen, wenn man sie wieder reinmacht. Als nächstes gucken wir uns Molton an. Molton ist ein schwerer Stoff, den man am Set benutzt, um Sachen abzudunkeln, zum Beispiel Licht zu schlucken und der feuerfest ist. Davon hat man immer eine Menge rumliegen. Deswegen, den könnten wir mal ausprobieren. Das ist nicht schlecht. Das hört sich ein bisschen nach sehr großen Hoden an. Wer hätte gedacht, dass Filmen Arbeit ist? Das waren die Sounds mit den Flügelschlägen. Was wir auf jeden Fall auch brauchen, sind Tumbler, denn wir haben natürlich auch Eistee, der abgestellt wird auf dem Tisch. Wir wissen alle, was Lucifer trinkt. Eistee. Probieren wir mit diesen Tumblern mal den Sound von Eistee auf Tisch. Wir haben im Studio verschiedene Varianten von Tischen. Das heißt, wir probieren jetzt einfach mal verschiedene Unterlagen, Tische aus und wie die klingen. Da fehlt das Thud von einem Tisch. Okay. Als nächstes Feuerzeug auf und zu schnappen. Jemand von euch Raucher? Nee, ne? Leider nicht. Leider. Gibt es da so einen coolen Weg, wie man das macht? So ein Das war richtig cool. Richtig cool. Unsere schwierigste Aufgabe für heute. Wie man sieht. Wollen wir die Gewittergeschichten mal ausprobieren? Miese kleine Kinder! Gewittersturm geht los, ich habe keinen Regen gehört. Ich
Okay, also Windgeräusche mit dem Mund können wir mal anfangen. Okay, dagegen Metall schlagen. Noch irgendwas anderes, was ich hauen kann? Du miese, kleine Schind. Was wir jetzt als erstes machen, ist, wir nehmen alle Parts getrennt auf. Das heißt, Lucifer, den Erzähler, Michael, Chloe werden alle einzeln aufgenommen, weil das für die Stimmen immer natürlich einen Unterschied bedeutet und damit Manu nicht die ganze Zeit hin und her switchen muss, machen wir das jetzt in einzelnen Parts. Ich meine, die ganze Zeit Fresse in die Kamera ist sowieso langweilig, deswegen... Stimmt, wem will ich was vormachen? Ist arschgeil, wenn mein Gesicht in der Kamera ist. Wir befinden uns auf dem Dach des Lux Penthouses. Chloe nähert sich Lucifer. Sie fragt, Lucifer? Was machen wir hier draußen? Ich schick dich zurück in die Hölle! Ich schick dich zurück in die Hölle! Wir haben ja versucht, das ist ja das Problem, im Original ist es ja logischerweise Englisch. Er ist British English und die anderen sind Amis. Wie man diese Leichtigkeit irgendwie reinbekommt. Und das haben wir dann eben durch diese hohen und tiefen Töne dann, glaube ich, ganz gut transportieren können. Von Ihnen lasse ich mich gerne festnehmen. Ich bin Satan, der Lichtbringer und Herr über die Unterwelt. Ich bin der gefallene Engel, der zum Gott wurde. Ich bin Lucifer Morningstar. Guckst du dir den Lucifer auch an? Lucifer in der Tat, ja. Weil Lucifer ist so eine Rolle, die... Das bin ich eigentlich. Ich liebe den Humor, ich liebe das alles, das finde ich großartig. Und der ist so wahnsinnig unkorrekt. Und das liebe ich. Das finde ich so großartig. Du hattest schon mal Berührungspunkte mit Effektemachern oder Tonmachern. Erzähl mal, welche Berührungspunkte du da hattest. Ich spreche schon seit einigen Jahren eine Hörspielreihe, Serie. Und wir waren vor 2 Jahren auf Tour und hatten einen Geräuschemacher dabei, der neben uns war und live die Geräusche dazu gemacht hat. Und es war der Star eigentlich des Abends, weil alle Leute immer so drauf geschaut haben. Wie macht er das jetzt? Wie macht der Wind? Wie macht er das? Und ich glaube, dass ganz viele da nach Hause sind, sich die CD nochmal angehört haben und gedacht, ach, jetzt weiß ich, wie er das gemacht hat. Und so fallen sie, beide sterblich und voll Liebe in den Whirlpool? Ich würde gerne ausprobieren, eine Variante, bei der du als Erzähler selbst ein bisschen verwirrt wirst zwischendurch. Und so fallen sie, beide sterblich und voll Liebe in den Whirlpool. Ein langer Kuss, oder? Yes. Und mit Knutscher meinte ich leidenschaftlicher Kuss. Also quasi auch mit Atmen und so weiter und so weiter. Mit allem drum und dran. Es ist ja meistens auch immer so, dass nicht beide gleichzeitig viel machen. Ja, klar. Kommt da was rüber? Allerdings. Kuss für die Fans. Wir machen jetzt den Whirlpool. Chloe sitzt an Lucifer geschmiegt im Whirlpool und nimmt verführerisch Handschellen hervor. Machen Sie sich darauf gefasst, durchsucht zu werden, Mr. Morningstar. Detective. Oh, Im Himmel lebten sie glücklich für immer und ewig. Ende? Die finale Staffel Lucifer gibt es jetzt bei Prime Video. Schaut euch unbedingt das Fanfiction Superdate mit Manu als Sprecher an, das ihr auch jetzt sofort abrufen könnt. Viel Spaß dabei. Ende.